mal rein, wie viele Motorräder da stehen. Wie geil ist das denn? Gemütlichkeit, Ruhe, Gelassenheit. Alter, der hat sich gerade einfach fast 23.000 Euro durch die Lappen gehen lassen. Dann habe ich gesagt, okay, also wenn ich jetzt davon ausgehen möchte, möchte dieses Motorrad kaufen, dann müsste ich sie kaufen, ohne sie vorher Probe zu fahren, richtig? Und der Händler so, ja, ist richtig. Oh, da habe ich im zweiten Gang gefahren. Was ist denn mit mir los? Aber scheint zu funktionieren. Was für ein Tag schon wieder. Fährst los, willst irgendein anderes Motorrad fahren und bist doch wieder umgeben von roten Motorrädern. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin gerade auf einem Parkplatz von Aprilia und warum das so ist, das erkläre ich dir gleich. Warum war ich auf einem Aprilia-Parkplatz? Naja, ich habe mir gedacht, ja, die RSV4 Factory, die wird mir gefallen. Ich habe nämlich ein MotoGP-Video gesehen von Aprilia. Da hat Marco Bezzecchi, ja, ich glaube das war eine Tuono, ausgepackt und die hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe ja, bevor ich diese Panigale hier, die Bayless gekauft habe, mir eine RSV4 Factory angeguckt. Da hat mich so ein bisschen die Schweißnaht gestört. So, aber ja, mich hätte jetzt einfach mal interessiert, für euch andere Videos zu drehen, als mit den Ducatis. Ich wollte euch einfach die Möglichkeit bieten, ja, euch auch mal was anderes anzuschauen. Ne? So eine RSV4 Factory fahren, eine RS660 oder sowas. Sondern war ich da beim Händler. Und also ja, wir haben eine World Superbike Replika RSV4 Factory da. Und ich so, hey cool, kann ich mal Probe fahren? Er so, nee, wir haben nur die eine da, die hat auch nur 0 Kilometer. Wir haben auch generell keine RSV4 Factory da, die du Probe fahren könntest. Dann habe ich gesagt, okay, also wenn ich jetzt davon ausgehen möchte, möchte dieses Motorrad kaufen, möchte die aber vorher Probe fahren, dann müsste ich sie kaufen, ohne sie vorher Probe zu fahren, richtig? Und der Händler so, ja, ist richtig. Und ich so, das macht gar keinen Sinn, das weißt du auch, ne? Er so, ja, das weiß ich, aber wir bekommen keine zur Verfügung gestellt von Aprilia und dies und das. Und dann dachte ich mir nur so, ja, schade irgendwie. Aber vielleicht kann ich für euch ja wenigstens die RS660 fahren oder Probe fahren. Ja, da meinte der so, ja, wir haben eine da, eine neue, Euro 5 Plus, aber die ist gedrosselt. Und dann dachte ich mir so, oh, da willst du schon eine 660er fahren, die schon weniger Leistung hat als eine RSV4 Factory und dann ist sie auch noch gedrosselt. Da habe ich gesagt, also wenn ich jetzt eine 660er kaufen will, dann muss ich die auch noch gedrosselt Probe fahren. Er so, ja, ist richtig. Ich so, hä? Das macht doch vorne und hinten gar keinen Sinn hier. Alter, der hat sich gerade einfach fast 23.000 Euro durch die Lappen gehen lassen, weil er hat die Option schon abgeschnitten, dass ich Interesse an diesem Bike habe und es vielleicht gekauft hätte. Das geht gar nicht als Händler, das kannst du nicht bringen. Naja, soll nicht mein Problem sein. 12 Sekunden später. So, das ist die neue X-Diavel von Ducati. Was sagt ihr? Was ist eure Meinung dazu? Ich habe hier unten das DJI Mic 2 befestigt, um den Sound natürlich schön aufzunehmen. Ein am Hinterradschwinge, richtig schöne Felge, mir gefällt die Farbe extrem gut. 4 Zylinder. Was sagt ihr? Was ist euer erster Eindruck? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade hier schon ein paar 360 Grad Aufnahmen gemacht von vorne. Einfach, um einfach alle Perspektiven mal abzudecken. Ich gehe jetzt mal so um das Bike rum. Ich finde es sieht richtig, richtig schön aus. Was sagt ihr dazu? Die Blinker sehen auch richtig cool aus. Sind da so an der Seite. Tankanzeige haben wir übrigens. Wir sind im Touring-Modus. Was sagt ihr zum Sound? Euro 5 Plus, wohlgemerkt. Starte ich jetzt mal hier hinten die Aufnahme und dann sehen wir die X-Diavel mal von hinten. Oh, ich hoffe, das hält, ey. Ich muss fahren, es ist so warm. Aber das ist schon ein ganz spezielles Gefühl auf dem Motorrad, ne? Visier offen, schönes Wetter, du bekommst den Wind mit. Also mein erster Eindruck ist durchweg positiv, wie immer bis jetzt.
Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob man die eher untertourig oder hochtourig fahren muss. Das sind 4-Zylinder, ne? Kannst du eigentlich schon niedrigtourig fahren. Dann blubbert ihr auch so ein bisschen. Ich meine, es ist wieder in der Einfahrtphase. Kannst du eh nicht länger höher als 6000 drehen. Ich finde das Design vom Display sieht sehr, sehr schön aus. Wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Boah, ich bin gerade von der Panigale hier drauf gestiegen. Das ist so ungewohnt von der Fußposition jetzt. Der Sitz vibriert richtig schön, also man merkt richtig, dass man auf Leistung sitzt, aber es fährt sich trotzdem sportlich irgendwie. Was sagt ihr eigentlich zu der Brustperspektive, weil ich filme nämlich gerade in 8K. Es ist aber fraglich, ob YouTube 8K überhaupt wiedergeben kann. Ich frage mich, ob ich den Vergleich zu einer Harley Davidson ziehen soll, das ist schon... Und dann ist halt die Frage, was ist eine Harley Davidson? Man müsste natürlich ein vergleichbares Modell nehmen, wo man ungefähr ähnlich sitzt. Lowrider ST nicht, aber ich bin mal die Night Rod gefahren. Das ist ähnlich von der Sitzposition. Vorverlegte Fußrasten, Griff relativ aufrecht. Ich finde den Sound für Euro 5 Plus ziemlich gut eigentlich. Was sagt ihr zum Sound? Ja, im Vergleich zur Night Rod, ich weiß gar nicht, wie viel PS sie hat, das muss ich den Rupert gleich mal fragen. Aber super wendig, ne? Man denkt, das ist so ein dickes Eisenschwein, was richtig schwer ist, aber fährt sich echt mobil, sage ich mal. Ich finde die Farbe richtig schön irgendwie. Die ist mir aber auch sofort aufgefallen, die Farbe, als ich sie online gesehen habe. Ich frage mich immer, wer kauft so ein Motorrad? Also für wen ist das Motorrad? Weil also ich frage mich halt so, wenn ich jetzt einen Chopper kaufen will, kaufe ich dann eine Diabel oder kaufe ich mir eine Harley? Ich glaube, wer sich zu Hause fühlt in der Ducati-Familie und der schon gut aufgehoben ist, jemand, der das Geld übrig hat für so ein Bike und noch ein anderes Bike hat wahrscheinlich, der kauft sich wahrscheinlich so ein Motorrad als Zweit- oder Drittfahrzeug. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist super bequem zu fahren. Der Sitz, der fühlt sich an wie eine Couch. Also damit kann ich mir auch vorstellen, in kurzer Hose mal, keine Ahnung, 100 Kilometer entspannt auf der Landstraße zu fahren oder so. Was man natürlich nicht macht, aber das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als auf einer Panigale leicht bekleidet zu fahren. Und das Motorrad, das bringt so eine Ruhe mit sich, weil es einfach so massiv ist, ne? Das ist einfach so ein Motorrad, das vermittelt Sicherheit, Gemütlichkeit, Ruhe, Gelassenheit. Du kannst einfach ganz entspannt rollen lassen. Das ist schon ziemlich geil. Jetzt, wo das Motorrad warm ist, hört es auch nochmal komplett anders an, ne? Die Bikes habe ich... Oh, habe ich im zweiten Gang gefahren? Was ist denn mit mir los? Aber scheint zu funktionieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einfach nochmal riesen Dank an Ducati Nebel, dass ihr das möglich macht, dass ihr sagt, ja klar kannst du fahren, hier viel Spaß, dass ihr mir einfach solche Motorräder anvertraut und mich einfach fahren lasst. So ohne Hintergedanken, einfach so, das finde ich schon ziemlich cool. Die Bikes, die vor mir fahren, das sind diese Aprilias in GP-Design, die sehen ganz cool aus, die habe ich vorhin bei Aprilia gesehen.
Aber ja, leider war das mit diesen Probefahrten nicht so ganz möglich, weil die einfach keine Vorführer da haben. Das verstehe ich nicht. Also wie kann man denn Motorräder verkaufen wollen und keinen Vorführer da haben? Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Habe ich auch gesagt, ihr wisst schon, dass das gar keinen Sinn macht, wenn ihr Motorräder verkaufen wollt, dass man die verkaufen will, ohne die Leute Probe fahren zu lassen. Und da hat der Verkäufer auch gesagt, ja, ich weiß, dies, das, aber wir kriegen keine zur Verfügung gestellt, dass wir die Leute Probe fahren lassen können und so weiter. Und da sagt der Ruppert auch, ja, wir bekommen die auch nicht zur Verfügung gestellt, wir müssen die auch kaufen und dann hoffen, dass sie irgendwann jemand kauft. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine Möglichkeit habe, so ein Motorrad zu fahren und ich komme später irgendwann auf die Idee, mir was Bequemeres zu kaufen, einen Chopper, ja, dann steht es doch außer Frage, wo ich das Motorrad kaufe, oder? Wie seht ihr das? Also ich habe ja jetzt ein Gefühl für das Motorrad, ich fühle mich wohl auf dem Motorrad und wenn ich irgendwann auf die Idee komme, sowas fahren zu wollen, dann kaufe ich mir so eine. Klar, ich könnte jetzt noch mal woanders Probe fahren, aber das ist der Händler, bei dem ich schon 2 Motorräder gekauft habe, wo ich weiß, die haben guten Service. Guck mal, ich bin vorhin zum Ruppert in die Werkstatt, weil ich was abgeben wollte mit einem Kleidungsstück, weil es einfach kaputt gegangen ist. Hat ein Foto gemacht, gesagt, kein Problem, schicken wir ein, willst du ein Eis haben? Der kam einfach so, ey, es ist warm draußen, es sind 30 Grad, bis Lederkombi, möchtest du ein Eis haben? Dann ist er einfach los und hat mir ein Eis geholt. Das ist einfach so super aufmerksam und das ist ein Service, den kannst du mit Geld eigentlich nicht bezahlen. Das ist einfach aufmerksam und das finde ich einfach schön. Und das ist auch nicht mehr selbstverständlich, dass man so einen Service bekommt, weil nur weil du irgendwo was kaufst, dass du dann einen Service bekommst. Ne? Also, dass du da halt einen freundlichen Service bekommst, einen aufmerksamen Service. Also man könnte, wenn man wollte, mit dem Ding richtig Gas geben. Die 4 Zylinder und die Leistung merkst du. Aber ich kann sie nur bis 6000 drehen. Würde ich gerne nochmal fahren, wenn sie eingefahren ist. Vielleicht darf ich das nochmal machen. Ja, mein Fazit. Jetzt so nach 10, 15 Minuten fahren, 20 Minuten fahren. Bequem, ergonomisch, vermittelt Sicherheit, Komfort. Optisch finde ich super schön. Einer am Hinterradschwingen, einfach so eine dicke Felge, gefühlt wie so eine Autofelge. Mag ich persönlich richtig gerne. Ja, für wen ist so ein Motorrad? Ich schätze für Menschen, die wie immer es sich leisten können. Das ist kein günstiges Motorrad. Kannst du dir da auch ein gutes Auto von kaufen. Und für Menschen, die wahrscheinlich schon ein Motorrad gekauft haben, also die schon eins besitzen und sagen, ich möchte ein zweites Bike haben. Oder jemand, der sagt, ich bin jetzt 40, 50, bin seit 10 Jahren kein Motorrad gefahren und ich habe Bock nochmal dieses Gefühl vom Motorradfahren zu erleben. Was für ein Motorrad kaufe ich mir? Das kann ich mir vorstellen, dass jemand ist, der so 40, 50 ist, der sagt so, ich bin jetzt länger kein Motorrad gefahren, dass der sich so ein Motorrad kauft. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder so jemand wie ich, der sagt, boah, ich habe 2 super Sportler zu Hause, aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Sitzposition. Ich brauche irgendwas anderes. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Zieht euch mal rein, wie viele Motorräder da stehen. Wie geil ist das denn? Zieht euch mal rein. Street Fighter V4S, Panigale V2, Panigale V4S. Total geiles Motorrad einfach. Es macht echt Spaß. Was für ein Tag schon wieder. Fährst los, willst irgendein anderes Motorrad fahren und bist doch wieder umgeben von roten Motorrädern. X-Diavel. Was für ein geiles Teil. Was für ein schönes Motorrad. Übrigens gibt es auch ein Video. Panigale V4S und und Street Fighter V4S ist bereits ein Video online. Verlinke ich euch jetzt oben links. Schaut es euch mal an. Dann werdet ihr herausfinden, was mein Fazit ist für die Landstraße, ob ich mir eher eine Street Fighter V4S kaufen würde oder doch die Panigale V4S. In dem Sinne, macht's gut.